Das Leben der Sophie Scholl. Wer war das gleich nochmal? Schon mal irgendwo gehört, aber auf die Schnelle kein Plan, wann und wo. Die Weiße Rose. Kennst du nur aus dem Blumenladen? Und beim totalen Krieg musst du eher an einen miserablen Hollywood-Film denken? Dann bleib dran und finde heraus, wieso die Person Sophie Scholl heute relevanter ist denn je. Fangen wir mal ganz von vorne an. Sophie Scholl wird 1921 als viertes von 6 Kindern im baden-württembergischen Pforchtenberg am Kocher geboren. Sie wächst behütet in einem liberalen Elternhaus auf. Hautnah erlebt sie mit, wie Hitler 1933 mit seiner Partei, der NSDAP, in Deutschland an die Macht gelangt. Zu dem Zeitpunkt ist Sophie gerade einmal 12 Jahre alt. Es folgt der Einstieg in den Bund Deutscher Mädel, eine Art Mischung aus PfadfinderInnen und Erziehungshilfe mit rechtsextremem Gedankengut. Doch nach der ersten Vernehmung durch die Gestapo, dem FBI der Nazis, wird Sophie zunehmend klar, dass sie die nationalsozialistischen Gesinnungen nicht teilt. Je deutlicher Ausmaß und Auswirkungen der völkischen Ideologien werden, desto stärker regt sich ihr Wille zum Widerstand. 1942 beginnt der Massenmord an Juden aus ganz Europa im Konzentrationslager Auschwitz. Sophie lebt und studiert inzwischen in München. Sie hat selbst jüdische Freundinnen und weiß, dass sie handeln muss. Unterstützung findet sie in der Weißen Rose, eine Widerstandsgruppe, die von ihrem Bruder Hans Scholl und dessen Freunden ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen seines Medizinstudiums absolviert Hans zusammen mit seinen Freunden Alexander Schmorell und Willi Graf die sogenannte Famulatur, eine Art Sanitätsdienst an der russischen Kriegsfront. Er sieht die schrecklichen Ausmaße des Zweiten Weltkrieges also mit eigenen Augen. Die Zahl der UnterstützerInnen der Weißen Rose wächst schnell. Aufmerksamkeit erzielt vor allem die Verteilung von insgesamt 6 verschiedenen Flugblättern, in denen sie zum Widerstand gegen das Regime aufrufen. UnterstützerInnen der Gruppe finden sich über die Stadtgrenzen von München hinaus, bald deutschlandweit. Anfangs hilft Sophie nur bei der Verbreitung der Flugblätter, später dann auch bei deren Herstellung. Die Aussichten auf einen Sieg für Deutschland im Zweiten Weltkrieg werden erstmals gefährdet, als die deutsche 6. Armee Ende 1942 in Stalingrad von der Roten Armee eingekesselt wird. Anfang 1943 hält der bayerische Gauleiter Giesler eine Rede vor Münchner Studierenden. Nachdem er die anwesenden Studentinnen beleidigt, kommt es zu Protesten. Diesen Aufruhr machen sich Sophie Scholl und die Weiße Rose zunutze. Mit ihrem mittlerweile 5. Flugblatt ziehen sie weitere Menschen auf die Seite des Widerstands. Es wird diesmal in insgesamt 6 deutschen und österreichischen Städten verbreitet. Im Januar 1943 stößt unter anderem auch Christoph Probst zur Weißen Rose. Er hatte die Geschwister Scholl während seines Medizinstudiums in München kennengelernt. Währenddessen spitzt sich die Lage in Stalingrad weiter zu. Gegen den Befehl Hitlers kapituliert zunächst der südliche Kessel von Stalingrad unter Generaloberst Paulus. 2 Tage später dann auch die Truppen im Norden. Kurz darauf gibt Deutschland seine erste große Niederlage im Zweiten Weltkrieg auch offiziell bekannt. Die Nachricht beflügelt Sophies Bruder Hans und seinen Freund Alexander Schmorell dazu, Freiheitsparolen an Häuserwände zu malen. Unter anderem auch an das Universitätsgebäude, in dem Sophie studiert. Um herauszufinden, wer hinter den Schmierereien und regimekritischen Flugblättern steckt, richtet die Münchner Gestapo eine Sonderkommission ein. Kurze Zeit später wird das 6. Flugblatt der Weißen Rose von Kurt Huber fertiggestellt. In diesem rufen sie zum Sturz des NS-Regimes und zur Errichtung eines neuen geistigen Europas auf. Am 18. Februar 1943 verteilen Sophie Scholl und ihr Bruder Hans das 6. Flugblatt an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dabei werden sie erwischt und direkt verhaftet. Dasselbe Schicksal ereilt am Abend auch Willi Graf und seine Schwester Anneliese. Währenddessen verkündet Propagandaminister Josef Goebbels in einer Rede im Berliner Sportpalast den totalen Krieg. 4 Tage später werden die Geschwister Scholl sowie Christoph Probst vom Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler zum Tode verurteilt. Das Urteil wird am selben Tag noch vollstreckt.
Im Münchner Strafgefängnis Stadelheim werden Sophie, ihr Bruder Hans und Christoph Probst hingerichtet. Kurz darauf werden mit Alexander Schmorell und Kurt Huber 2 weitere Mitglieder der Weißen Rose verhaftet. Am 19. April 1943 findet der zweite Weiße Rose-Prozess vor dem Volksgerichtshof statt. Dabei werden Willi Graf, Alexander Schmorell und Professor Kurt Huber ebenfalls zum Tode verurteilt. 10 weitere Angeklagte erhalten Gefängnis- und Zuchthausstrafen. In den Folgemonaten werden zunächst Alexander Schmorell und Kurt Huber, schließlich aber auch Willi Graf hingerichtet. Und damit auch die letzten Gründungsmitglieder der Weißen Rose. Dass die Arbeit der Widerstandsgruppe weiterlebt, zeigt sich im Dezember 1943, als britische Bomber das 6. Flugblatt der Gruppe über Deutschland abwerfen. Knapp 1,5 Jahre später, am 8. Mai 1945, endet der Zweite Weltkrieg schließlich. Die Bilanz: ein zerrissenes Land in Trümmern, über 70 Millionen Tote weltweit. Unter ihnen auch Sophie Scholl, welche für ihren Mut und den Einsatz als Widerstandskämpferin letztendlich mit dem Leben bezahlen musste.